Arsch vibriert. Wer braucht schon eine Logge, wenn ab 7 Knoten das Boot vibriert? Der November in der Türkei ist immer noch eine fantastische Jahreszeit, um zu segeln. Und so haben wir nicht nur einige Freunde an Bord, sondern beginnen den Monat mit einem ganz besonderen Event. Nein, keine Hochzeit, sondern einem Fotoshooting für eine bekannte türkische Modemarke. Die Dilly Dally war den Produktionsteams allerdings nicht posch genug. Also gingen wir aufs Marks Boot, eine Hanse 575. All your daughters? Yes, I've been a busy boy. Und nach dem jungen Gemüse kam ein alter Hase an Bord. Jens. Ein kleiner Snack zwischendurch. Jens und ich kennen uns seit dem Frühjahr, als wir zusammen eine Lagoon 42 von Les Sables d'Olonne in die Türkei überführt haben. Mehrere Wochen hat er uns damals mit den feinsten Köstlichkeiten verwöhnt. Ja, was macht der Hund da? Was macht der Hund da? Ja. Suchst du Leckerchen? Und, zufrieden? Wunderbar. Und das wollte er jetzt auch auf der Dilly Dally tun. Unter erschwerten Bedingungen. Herzlich willkommen bei Kochen unter Tage. Warst du den ganzen Abend hier, den ganzen Tag hier drin? Ja, der hat mich nicht rausgelassen, der Jens. Oh, voll doch. Den ganzen Tag im Keller. Ja. Ja. Und jetzt kein Licht zum Arbeiten. Ja. Und zur Belohnung durfte er sogar auch mal an die Sonne. Jetzt mit einem typisch türkischen Mokka. Jawohl. Und Edelsteine, aus denen du dann nachher noch ein Kettchen machen kannst. Und wie ihr wisst, es ist Winter. Ja. Das sieht man auf Anhieb. Ich habe heute gehört, in Deutschland 5 Grad und richtig Scheißwetter. Es könnte uns schlechter treffen. Ja, vielleicht müssen wir es nochmal aufnehmen, der Schwimmer war gerade so laut. Ja, baden waren wir natürlich auch schon heute. Jens war schon richtig aktiv, hat das Unterwasserschiff angefangen zu reinigen. Also Na, angeschaut. Aber bevor der liebe Besuch unter Menschen darf, muss er erstmal zum Barbier. Inklusive Waxing. Ah, nice video. Mag je in de kanker. Pussy. Ah ja, this is also nice. Hört? Und zur Belohnung für die Qualen gab es dann noch eine Gesichtsmaske und später leckeres Essen wie bei Vira oder Koschane in Kasch. Und dann war endlich Zeit, die Segel zu setzen. Und schmeckt's? Super. Irgendwie größere Sachen noch dabei, ne? Aber leider ließ das Angelglück uns im Stich. Anders als der Wind.
Genau, wir Prozente. sind nämlich hier heute Ja. auf der Kaffeefahrt Die mit der Dilly-Dalli. Dilly-Dalli Verkaufs. Verkaufsveranstaltung. Ne? Und heute gibt es den Parasailer. Genau, die Heizdecke wolltest du ja nicht. Genau. War zu billig. In der Tat begeistert das Segel mit dem Flügel nicht nur mich. Kaum hatte ich es bestellt, taten es mir andere gleich. Wie André und Felix aus Köln. Ihr Segel ist allerdings fast doppelt so groß wie meins. 222 Quadratmeter für eine Hanse 575. Aber bevor wir das Segel zum ersten Mal hissen konnten, mussten wir es nach dem Transport in die Türkei zunächst in den Easy Snuffer stecken, dem Bergeschlauch. Schön vor allem, dass Felix sich farblich dem Segel bereits angepasst hat. Und so sehen dann 222 Quadratmeter auf dem Wasser aus. Fast schon klein, dagegen wirken unsere 120 Quadratmeter. Aber unser Boot hat ja auch nur 42 Fuß. Leider schlief nicht nur Asum ein, sondern kurze Zeit später auch der Wind. Ja, ich werfe die Angel aus. Jetzt. Hallo. Was gibt es heute zu essen? Wir haben heute ganz geile Lammhaxen im Ofen. Das macht Spaß. Hallo. Das ist? Liebe Leute, heute machen wir mal wieder was ganz Einfaches. Ein schönes Schmorgericht. Und zwar haben wir hier herrliche Lammstelzen, Zwiebeln, Knoblauch. Wir haben jetzt Salbei und Thymian. Man kann auch noch Rosmarin dazu tun. Dann kommen jetzt gleich noch Paprika und Tomaten dazu. Ein paar geschälte und geviertelte Kartoffeln dazu. Ein bisschen Wasser oder Brühe angießen. Ab in den Ofen, 3 Stunden, 4 Stunden, bis das Fleisch vom Knochen fällt, rausholen und genießen. Der erste Fansitzer oben, ne, Chingene? Extra die Seite gewechselt. Ne? Ja. Ich habe hier zweimal Jens und zwischen zwei gleichen Namen muss man sich dazwischen setzen und einen Wunsch wünschen. Echt? Ja, das bringt Glück. Nennen die in der Türkei alle immer den gleichen Vornamen? Ja, ja. In der Hoffnung, dass man dann irgendwie Chingel, hat einen Wunsch. Chinge hat einen Wunsch. Pipi machen. Gibt's doch gar nicht. Nachdem wir Jens in Göcek abgesetzt haben, geht es weiter nach Marmaris.
Jetzt darf nicht mehr so lächeln, Jingle. Ne? Mit der Zahnlücke müssen Sie ernster gucken. Jetzt müssen Sie die Filter noch ein bisschen mit Wasser befüllen wahrscheinlich. Über die Installation und die Wirkungsweise des Watermakers gibt es dann demnächst ein Extra-Video. Und nachdem der Watermaker installiert ist, kommen auch schon die nächsten Gäste an Bord. Hilal, Murat und ihr Sohn Tiger. Freunde aus Kasch. Barberhauler? Der Wind meint es wieder gut mit uns. Er weht aus Westen und wir segeln nach Osten. Bestes Parasailer-Wetter. Ich dachte, ich mach auf. Ich dachte, ich mach auf. Machst du auch? Oh. Hier nur hoch. Ah, okay, sehe ich. Hä? Und wir suchen die Katze, den Hund. Und Kaptan. Und jetzt mal den ersten Watermaker-Test während des Segelns. Und der Test? Ja. So, Asum-Test. Riecht gut? Gut, ne? War gut. Ja. Ist gut. Ja. Oh. Und so haben wir eine schöne, schnelle und ruhige Rückfahrt nach Kasch. Mit einem kleinen Zwischenstopp in Gemli. Und das Schöne in der Tat mit dem Parasailer ist, dass man hier unten kaum Bewegung im Boot hat, weil das Boot so unglaublich ruhig fährt. Und wir fahren jetzt mit, keine Ahnung, 6, 7 Knoten, achterlichen Wind, haben so knapp 20 Knoten, naja, nicht ganz, 18 Knoten Wind. Die Welle ist so, erkennt man ja immer schlecht, aber ein bisschen Welle ist da, ein paar Schaumkrönchen. Und hier unten merkt man halt gar nichts. Und dann sind wir auch schon wieder zurück. Gemästet von Jens, den Durst gestillt vom Watermaker und immer in guter Gesellschaft.